Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Ich möchte euch heute wieder eine einfache Methode aufzeigen, wie man mit der Brennnessel, diesem super Heilkraut, viele Krankheiten kurieren und sogar verhindern kann. Die Brennnessel zählt zu den ältesten Heilkräutern der Menschheit, für die etliche Einsatzgebiete bekannt sind, indem sie zur Entgiftung und Entschlackung als auch gegen Müdigkeits- und Erschöpfungszustände empfohlen wird, die zum Beispiel aus einem Eisenmangel resultieren, welcher die eisenhaltige Brennnessel mit Leichtigkeit beheben kann. Bei der rheumatoiden Arthritis kann die Brennnessel aufgrund ihrer entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften höchst wirkungsvoll eingesetzt werden. Als Aquaretikum kann sie bei Harnwegs- und Prostataerkrankungen eingesetzt werden, ebenso zur Vorbeugung von Blasen- und Nierensteinen. Sie stärkt die allgemeine Abwehrkraft besser als Echinacea. Sie senkt den Blutdruck. Sie hilft gegen Unfruchtbarkeit und Impotenz, aufgrund ihres Siliziumreichtums gegen Haarausfall. Sie ist ein tolles Stärkungsmittel bei Energiemangel und Müdigkeit. Und sie kann aufgrund ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn eingesetzt werden. Auch die Leber und die Galle werden durch die Brennnessel positiv beeinflusst. Alle diese höchst positiven Eigenschaften der Brennnessel machen sie zu einer hervorragenden Begleiterin einer jeden Entschlackung, Entsäuerung oder Darmreinigung. Entzündungen im Darm und den Gelenken gehen zurück, das Blut wird gereinigt, das Immunsystem auf Vordermann gebracht und die Leber entlastet. Schlacken und Toxine können durch die durchspülende Wirkung der Brennnesselblätter rucki-zucki ausgeschieden werden. Schließlich profitiert nahezu jedes Organ von der Brennnessel. Gleichzeitig versorgen die Brennnesselblätter mit derart enormen Vitalstoff- und Mineralstoffmengen, dass herkömmliche Kulturgemüse diesbezüglich nicht annähernd mithalten können. So sind in 100 Gramm Brennnesselblättern 700 Milligramm Calcium enthalten, das ist 6-mal mehr als die Milch liefert. Auch für Beta-Carotin, Magnesium 80 Milligramm und Eisen 4 Milligramm sind die Brennnesselblätter eine gute Quelle und ihr Vitamin-C-Gehalt ist 6-mal so hoch wie jener der Orange. Ihre vielen hochwertigen Inhaltsstoffe unter anderem wie Chlorophyll, Eisen, Eiweiß, Flavonoide, Folsäure, Kalium, Kieselsäure, Linolsäure, Magnesium, Phosphor, Schleimstoffe, Vitamin A, Vitamin C, unter anderem die helfen bei Allergien, Darmgeschwüren, Diabetes, Durchblutungsstörung, Ekzemen, Erkrankungen der Galle, Erkrankungen der Leber, Erkrankungen der Milz, Gicht, Haarausfall, Harnwegsentzündungen, Kopfschuppen, Magengeschwüre, Nierensteine, Pickel, Raucherbein, Rheuma, Verstopfung und so weiter, machen diese wertvolle Pflanze zu einem großen Heilmittel. Und da wir dieses super Heilkraut sogar massenhaft und kostenlos in der Natur vorfinden hierzulande, sollten wir wirklich davon Gebrauch machen. Die beste Methode, wie man täglichen Gebrauch von den hochgesunden Brennnesselblättern machen kann, ist das Entsaften mit einer manuellen Saftpresse, wie wir das hier jetzt sehen, oder einem Slow Juicer. Meine Videos dazu werde ich euch hier oben nach und nach verlinken. Frisch gepresste Säfte wirken umfassend auf den gesamten Organismus, da sie nur nähren und versorgen, aber nicht belasten. Und wenn man sie auf leeren Magen trinkt, gehen sie unmittelbar in den Blutkreislauf über, den sie so mit all ihren Nährstoffen versorgen, ohne dass irgendwelche dieser hochwertigen Nährstoffe verloren gehen, wie das bei fester Nahrung passieren könnte. Eine weitere sehr effektive Methode, in den Genuss dieser hochwertigen Heilkräuter zu gelangen, wäre das Trocknen dieser Blätter, indem man zum Beispiel die kompletten Stängel kopfüber an einen trockenen Platz hängt und dann nach der Dörrzeit die trockenen Brennnesselblätter abstreift. Anfangs hatte ich diese Methode noch angewandt, beim nächsten Mal allerdings hatte ich es mir dann sehr viel leichter gemacht, indem ich dann gleich zu Anfang schon die Blätter von den Stängeln befreit hatte und diese einfach in einem großen luftdurchlässigen Korb getrocknet habe. Also einfach sich selbst überlassen habe, das geht im Sommer sehr gut. Die ersten getrockneten Stängel hatte ich dann wie hier nach der Trockenzeit heruntergenommen und dann von diesen Schnüren befreit und dann erst hinterher sozusagen im Nachhinein die Blätter von den Stängeln befreit. Dabei aber dann natürlich festgestellt, dass noch einige Blätter feucht waren, die eben im Innern dieses Straußes hingen. Deshalb dann das Ganze nochmal in einer Schüssel getrocknet, nachdem eben die Blätter dann von den Stängeln befreit wurden. Wichtig ist eben letztendlich, dass die Blätter wirklich komplett trocken sind, bevor man sie dann vermahlt, damit es später dann nicht zur Schimmelbildung kommen kann. Das Trocknen der Brennnesselblätter ist eben auch eine sehr effektive Methode, wie man auch im Winter an diese Nährstoffe gelangen kann.
weil es dann schon etwas schwieriger wird, an die Brennnesseln zu gelangen. Zwar wachsen sie auch im Winter manchmal noch, aber eben nicht mehr so reichhaltig wie im Sommer und dann sind sie eben nicht so nährstoffreich, wie das im Sommer und besonders im Frühling der Fall ist. Deshalb kann ich euch nur den guten Rat geben, jetzt im Sommer so viele Brennnesseln wie möglich zu sammeln. Und auch wenn sie vielerorts von allen möglichen Menschen als Unkraut bekämpft werden und rausgerupft werden und Alhamdulillah trotzdem immer wieder nachwachsen, so als würden sie sagen, hier bin ich, esst mich, ich bin ja so gesund. Diese Widerstandskraft und Robustheit verschafft sie eben all jenen, die sie essen. Jeder, der daher gesund bleiben möchte oder gesund werden möchte, sollte täglich Brennnesselblätter in irgendeiner Form zu sich nehmen. Sei dies eben in Form eines gepressten Saftes oder in getrockneter Form. Die einzige Anstrengung, die man dazu unternehmen muss, ist eben, dass man die Brennnesselblätter in der Natur, im Wald und auf den Wiesen sammelt, wo man sie eben kostenlos und massenhaft erwerben kann. Alhamdulillah. Das einzige Werkzeug, was man dafür benötigt, sind eben Einmalhandschuhe, damit man sich an den Brennnesselhaaren nicht verbrennt, und ein luftdurchlässiger Korb, wie wir ihn hier gerade gesehen haben, in dem man dann die Brennnesseln zu Hause gleich von ihren Stielen befreit und sie dann auf diese Weise im Korb belässt, solange bis sie eben von selber getrocknet sind. Den Korb mit den Brennnesselblättern sollte man dann an einen dunklen, trockenen Ort stellen, damit die lichtempfindlichen Vitamine nicht zerstört werden. Sobald die Blätter getrocknet sind, könnte man sie mit den Händen auf diese Weise schon mal zerkleinern. Im Fall, dass noch etwas Restfeuchte enthalten ist, einfach weiter trocknen, bis eben wirklich keine Restfeuchte mehr enthalten ist. Ja, und nachdem wir dann mit der Hand alles ganz klein zermahlen haben, wie wir das jetzt hier sehen, dann kommt diese ganze Mischung in eine Küchenmaschine zum Beispiel oder auch in einen Gewürzmixer, wo die Blätter dann zu feinem Pulver vermahlen werden. So einfach ist das. Und schon haben wir ein kostenloses, hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel. Subhanallah, was viele teure Nahrungsergänzungsmittel bei weitem übertrifft. Die meisten Menschen sind ja leider oft so veranlagt, dass sie Dinge, die sie leicht und einfach bekommen, nicht zu schätzen wissen, sondern eben nur schwer zu bekommene, teure Nahrungsergänzungsmittel, die dann ganz oft sogar noch mit irgendwelchen Zusatzstoffen gestreckt werden, wie Trennmittel, Magnesiumstearat und so weiter und so fort, die dann wiederum unserer Gesundheit schaden. Weshalb es gut wäre, wenn man sich auskennen würde und eben nur CE-geprüfte Bio-Nahrungsergänzungsmittel ohne Zusatzstoffe zu kaufen und auch andere Details dazu kennen würde. Mein Video zu den Nahrungsergänzungsmitteln, das verlinke ich euch hier oben nochmal, wo nochmal wichtige Details besprochen werden. Und wo ich auch erklärt habe, welche Nahrungsergänzungsmittel in der heutigen Zeit unbedingt genommen werden sollten, wenn man sich auf herkömmliche Weise ernährt und zum größten Teil mit gekochter, toter Nahrung. Meine Gesundheitsvideos jedoch, wie unter anderem die zu den Wildkräutersäften oder dieses eben jetzt zu diesem Brennnesselpulver, zeigen Möglichkeiten auf, wie man sich gesünder ernähren kann. Und je mehr und umfassender man dies tut, man umso weniger und seltener auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen muss, weil diese dann immer weniger vonnöten sein werden, je mehr man solche gesunden Heilkräuter in den täglichen Speiseplan integriert. Würde man daher täglich dieses gesunde Brennnesselpulver in den Speiseplan integrieren, sei es, dass man dieses Pulver in den Salat streut oder in den Smoothie gibt oder über das fertig gekochte Essen streut, dann wird man mit der Zeit immer mehr die Eigenschaften dieser gesunden Pflanze übernehmen und es wird immer seltener nötig sein, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Wie viele schon wissen, presse ich mir jeden Tag einen gesunden Wildkräutersaft, wo auch die Brennnesselblätter dabei sind. Ferner nehme ich jeden Tag einen gesunden Salat zu mir, wo Sprossen dabei sind, wo auch fermentiertes Gemüse dabei ist, in den ich auch getrocknete Papayakerne gebe, die wiederum gegen Parasiten gut helfen. Mein Parasitenvideo, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Ja, und seit neuestem gebe ich eben jetzt auch mein Brennnesselpulver in den Salat hinein. Dazu gebe ich jeden Tag einen Teelöffel, manchmal auch einen Esslöffel von diesem gesunden Brennnesselpulver in den Salat hinein. Und obwohl es nur ein Esslöffel voll ist, so hat dieser Esslöffel es wirklich in sich, denn er ist mit einer geballten Ladung von Nährstoffen versehen. Im Salat jedoch schmeckt man nichts von diesem Brennnesselpulver, weil es ja nur ein Teelöffel bzw. Esslöffel ist, sodass man sich den Salat ohne Geschmacksverlust um viele Nährstoffe erweitern kann. Ebenso verfahre ich mit meinem täglichen Smoothie, in den ich einen gehäuften Teelöffel von diesem gesunden Brennnesselpulver hineingebe, ohne dass sich der leckere Geschmack davon verändert, während sich die Nährstoffe desgleichen um ein Vielfaches erhöhen. Der Vorteil von getrockneten Brennnesselblättern ist eben der, dass sie in Gewichtrelation einen höheren Wirkstoffgehalt haben als frische Brennnesselblätter
weil sich durch den geringeren Wassergehalt die Konzentration aller restlichen Inhaltsstoffe erhöht. Getrocknete Brennnesselblätter enthalten daher große Mengen an Antioxidantien und versorgen den Organismus mit einer Vielzahl von Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Der hohe Ballaststoffgehalt sorgt außerdem für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und eine darmregulierende Wirkung. Ferner sind eben die getrockneten Brennnesselblätter sehr lange haltbar, sodass man an keinem Tag auf ihre gesunde Wirkung verzichten muss und sie sowohl im Winter als auch auf Reisen benutzen kann. Werden die Brennnesselblätter daher richtig und an einem trockenen und dunklen Ort getrocknet, dann bieten sie einige Vorteile gegenüber den frischen Kräutern. Ideal wäre es allerdings, wenn man sich die frischen Brennnesselkräuter täglich entsaftet, zusammen mit anderen Wildkräutern, und in den frisch gepressten Saft dann einen Teelöffel der getrockneten Brennnesselkräuter gibt, weil der Saft auf diese Weise einige Ballaststoffe erhält, mit denen dann die Gifte, die durch diesen Saft im Körper gelöst werden, gebunden werden können und ausgeschieden werden können. Gut wäre es auch, eine Fettquelle hinzuzugeben, wie in diesem Fall jetzt das ungefilterte Schwarzkümmelöl, damit auch die fettlöslichen Vitamine vom Körper verwertet werden können. Abgesehen davon, dass natürlich das Schwarzkümmelöl das beste Öl überhaupt ist, weil in ihm Heilung gegen jede Krankheit liegt, gemäß des Ausspruches unseres Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wer jedoch keine Möglichkeit hat, sich täglich einen gesunden Wildkräutersaft zu pressen, auch wenn ich dies nach wie vor sehr stark empfehlen möchte, der sollte sich wenigstens täglich mehrere Male, wie oben aufgezeigt, dieses getrocknete Brennnesselpulver zu Gemüte führen, um auf diese Weise bestehende Krankheiten zu kurieren und andere Krankheiten zu verhindern. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen und viel Erfolg beim Trocknen und Mahlen der Brennnesselblätter, gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.